So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und ich reiche hiermit den dritten Teil des Beitrags nach, weil es um die SQL-Datenbanken geht. Und heute ist MySQL dran. Wie ziehe ich eine MySQL-Datenbank um? Wie migriere ich sie auf eine andere Maschine, anderen PC, anderen Server, auf eine andere Festplatte oder von einem Volume in einen Mount? Was wir hier machen, ist Volume in Mount-Verzeichnis, also in einen Mount-Point rein duplizieren, dass wir diese Datenbank dann auch hochbekommen, dass das System läuft. Die alte Originaldatenbank aber natürlich noch im Volume liegen lassen, damit wir später darauf zurückgreifen können. Ja, SQL-Datenbanksicherung wiederherstellen und die Zeichensätze dazu können selbst die letzten ITler zum Ausrasten bringen und aus der Ruhe. Deshalb weise ich hier an dieser Stelle mit diesen etwas entspannenderen Videos nochmal ausdrücklich darauf hin, bevor ihr dran rumbastelt. Macht Datensicherungen. Habt so viele Datensicherungen wie möglich, habt sie auch außerhalb der Maschine. Ich persönlich fasse SQL-Datenbanken, gerade in MySQL, nur an, wenn es wirklich nicht anders geht. Ansonsten bin ich absolut kein Freund von diesen Dingern. Macht Sicherungen, habt wirklich ausreichend Sicherungen vorrätig, mehrere Versionen, vollständige Sicherungen. Und dann könnt ihr auch jederzeit, wenn was schief läuft, zurück. Da gibt es so viel Haken, Ecken und Ösen, glaubt es mir. Macht Datensicherungen. Gut, wichtig ist, das ist mir passiert beim zweiten Versuch, das Video zu machen. Ich bin jetzt mittlerweile beim dritten, weil beim zweiten habe ich mit meine Datenbank nämlich zerschossen, ruiniert. Ja, passiert auch mir, gib's ehrlich zu. Macht euch bitte eine SQL-Datenbank-Sicherung mit dem MySQL-Dump-Befehl. Der ist auch im Blogbeitrag nochmal ganz genau beschrieben und im Video natürlich auch. Weil wir machen jetzt im ersten Teil die Rohdatenbank und im zweiten Teil dann die MySQL-Dump-Version zum Umziehen. Funktionieren beide sehr gut. In der Regel funktioniert die Rohdatenkopie allerdings der Datenbank bzw. das Exporten der Datenbank in ein Verzeichnis direkt rein eigentlich recht gut. Haken ist, die MySQL hat eine beliebte, berühmte Datei. mysql.soc. Das ist, Linux-Anwender werden jetzt da weniger ein Problem haben, die können allerdings die Befehlsstruktur und das Vorgehen genauso benutzen, weil wir das jetzt hier unter Docker Desktop für Windows machen. Docker Desktop für Windows deshalb, weil es hier die meisten Problematiken gibt und das hat eben auch mit dieser mysql.soc-Datei zu tun. Es ist eine Linux-basierte Datei, um es jetzt mal Firlefanz einfach zu beschreiben, mit der Windows nicht klarkommt. Die Datei ist in der Regel nichts anderes als eine Windows-Umleitung. Das kennt ihr, wenn ich mir hier so eine Verknüpfung erstelle, wie jetzt hier Google Chrome. Da habe ich so einen Pfeil dran, das ist nur eine Verknüpfung. Und mit dieser Datei gibt es einfach Probleme. Die verweist nämlich in das Run-Verzeichnis in den Datenbankcontainer, wo die eigentliche mysql.soc liegt. Dass wir das Ganze mal theoretisch angerissen haben und daran klappert es meistens. Wenn man Probleme hat, die Datenbank jetzt so rauszukopieren, zu exportieren, dann kann man auch zum Beispiel einen Xcopy-Befehl verwenden, aber auf keinen Fall diesen Windows-eigenen, wie heißt der eigentlich, Dateimanager. Früher hieß er mal Explorer, jetzt heißt der Dateimanager. Dann kann man hier, gehen wir mal kurz rein, das Verzeichnis db-data, das ist aber leer, ja, da ist jetzt nichts drin. Da würde die Datenbank dann direkt reinkopieren, also rein extrahieren. Dann funktioniert das auch in der Regel mit der mysql.soc-Datei recht gut und man muss sich eigentlich um die nicht kümmern. Wichtig ist dabei zu beachten, das ist, was ich nämlich gemacht habe. Ich habe die Datenbank extrahiert, habe dann meinen Container wieder gestartet, habe aber das Original-Volume nicht abgeändert. Ich mache das jetzt mal kurz. Mit Punkt und Strich habe ich einen Mount Point in dem aktuellen Verzeichnis, wo der Container ausgeführt wird. Den hatte ich nicht gesetzt. Ich habe natürlich dann mit dem Original-Volume meine Datenbank wieder eingespielt. Und beim Export hatte ich nicht drinnen den Zeichensatz. Ich habe im MySQL dann den Zeichensatz nicht angegeben. Deutschsprachiger Raum, Ü, scharfes S. Ne? Gut, kennen wir alle. Smileys kennen wir auch. Wenn wir die haben wollen, müssen wir den Datensatz angeben, den Zeichensatz angeben. Weil sonst bekommt ihr nämlich anstatt ein Ü, zwei Fragezeichen, anstatt ein Ö, zwei Fragezeichen und so weiter. Also alle Sonderzeichen und Smileys werden mit irgendwelchen Hieroglyphen und Sonderzeichen ersetzt.
Seid bitte aus dem Blogbeitrag den Befehl benutzen, da ist er nochmal drin, da könnt ihr euch den rauskopieren. Angepasst die Zeile, die ich dann verwende oder für meine Sachen jetzt verwendet habe, da könnt ihr euch dann euren passenden Befehl zusammenbasteln. Das war jetzt mal das Ganze dazu. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Wir wollen jetzt erst einmal Punkt 1 unsere MySQL-Datenbank aus dem Volume heraus. Gehen wir mal kurz hier drauf. Hier ist sie auch schon WP, also WordPress-up underline db data. Das ist jetzt mein Volume, mein Docker-Volume, wo meine Datenbank drin liegt und läuft. So, damit wir jetzt reinen Tisch haben, damit wir etwas damit anfangen können, müssen wir jetzt einfach die Datenbank stoppen. Wir können auf jeden Fall die MySQL nicht aus dem laufenden Prozess rauskopieren, wie man es zum Beispiel mit Postgres noch machen kann. Da geht ein bisschen mehr. Das ist in dem Video vorher, im zweiten Teil. Wir brauchen jetzt hier WordPress. Jetzt machen wir das mal auf. Bei mir ist es so konfiguriert, dass unter WordPress alle Applikationen laufen, die diese Datenbank benutzen. Theoretisch würde es einfach reichen, wenn ich jetzt die Datenbank stilllege, dann kann ich sie rauskopieren. Könnte aber theoretisch noch Störfaktoren drin haben, weil andere Programme versuchen, darauf zurückzugreifen. Also werde ich jetzt eins machen, ich stoppe mein ganzes WordPress einfach. So, und damit ist die Datenbank und das Volumen immer noch geladen. Das ist jetzt ganz wichtig. Volumes Sockets, gehen wir mal kurz rüber. Ich habe jetzt hier unter meinen Docker Volumes immer noch zugreifbar das WordPress-up db data. Das ist meine Datenbank. Das sind andere Kopien von der Datenbank, die sind uninteressant. Uns interessiert nur das das Data-Verzeichnis, das habt ihr auch. Und hier drin liegt jetzt eure komplette Datenbank. Und das ist die, die wir brauchen. Die extrahieren wir jetzt. Ne, hier ist das böse Ding, was ich erwähnt habe, mysql.soc. Die gehört einfach dazu. Kann man nichts machen. Das ist Bestandteil der Sache. Die Datensicherung habe ich schon erwähnt. Das ist kein Problem. Die Datenbank haben wir auch angehalten. So, hier mache ich mir jetzt ein Terminal-Fenster auf und füge meinen Befehl entsprechend ein. Dann schauen wir uns den Befehl mal an. Wir sagen docker run. Dann haben wir hier rm, das heißt remove, das heißt remove mir den Container wieder von meiner Docker-Installation, wenn der Befehl komplett ausgelaufen ist oder der Container nicht mehr benötigt wird. Dann haben wir volumes from, das definiert, was wir sichern wollen. In dem Fall ist es der Container db. Kann man jetzt auch sehen, der heißt hier bei mir db, das ist der Datenbankname. Den geben wir an, um die Rohdatenbank zu extrahieren. Dann haben wir v, wir brauchen also quasi ein Volume. Das ist der Bereich, wo er dann das Ziellaufwerk eingibst, wo du dann reinschreibst, wo du die Zieldateien haben möchtest. Der Ordner im Volume, das da verwendet wird, bleibt auf Backup. Das deckt sich auch mit diesem Backup hier hinten, was jetzt hier über 2 Zeilen umgebrochen ist. Gibt es noch einen Trick. Der ergänzt sich dann mit dem hier. Hier über diesen Verzeichnis werden im Container die Daten ausgetauscht. Für den ganzen Container verwenden wir das kleine Image Busybox. Und mit Copy kopieren wir das Ganze, also mit dem Linux-Befehl Copy, befehlen wir das Ganze raus. Also nicht mit dem Windows-Befehl, sondern wir verwenden einen Linux-Copy-Befehl. Dann A für die Struktur mit übernehmen. Var lib mysql. Das ist dann der Datenbankname im Ordner. Der wird also mit Backup abgeglichen und das Backup-Verzeichnis wird hier auf diesem Pfad ausgegeben. Gut, dann schauen wir uns den Befehl an, wie der ausschaut. Wenn ich ihn jetzt verwende, habe ich jetzt einfach mal angepasst, dass man den Unterschied sieht. Docker run, das habe ich schon erklärt, dann verwende ich das Volumen db. Dann habe ich jetzt den Ordner hier D, ich möchte es auf meine Festplatte D haben, das ist mein zukünftiger Mount Point. Also das ist ganz interessant, ich verwende jetzt hier das Verzeichnis auf meiner Festplatte, das ich später als Mount Point Volume verwenden möchte. Das heißt, ich extrahiere die Datenbank aus dem Volume jetzt genau dahin, weil ich sie dann nicht kopieren muss und mir das
Theater mit der mysql.soc-Datei spare. Das ist der Trick an der Geschichte. Weil wenn man da wieder rumkopieren muss, man bleibt eigentlich sehr oft an dieser mysql.soc-Datei einfach hängen. Ein interessantes Phänomen, was mir aufgefallen ist, nachdem ich diese Taktik öfters verwende, in der Regel ist es so, wenn es beim ersten Versuch fehlschlägt, mit diesem Kopieren, funktioniert es beim zweiten schon gleich gar nicht mehr. Also man hat in der Regel einen Versuch, wie lange die Datenbank dann da laufen muss, Tage oder Wochen, bevor es wieder funktioniert. Ich kann es nicht sagen, womit das zusammenhängt. Aber nach einer gewissen Zeit geht es dann, also wenn man das mal alle 3 Monate mal irgendwo anders hin verschiebt, klappt das mit dieser Technik ganz gut. Oder wenn man das einmal macht, kann man dieses direkt extrahieren und dann die Maschine entsprechend nach den Änderungen der Konfiguration wieder hochfahren. So, db, dann haben wir hier mein WordPress-Verzeichnis und dann das Verzeichnis db-data. Da sollte es rein extrahiert werden. Das ist der komplette Pfad. Schauen wir uns auch nochmal an. Es ist also hier dieser PC, dann Visual Edit, WordPress ab. Zeigen wir uns nochmal richtig an. So, das ist genau der Pfad, den ich auch hier oben habe. Und hier existiert mein Verzeichnis db-data. Das muss vorhanden sein. Ne? Das gehen wir jetzt nicht hier ein, dass wir irgendein Skript machen, ob Verzeichnisnamen vorhanden sind. Das wird zu umständlich. Das bitte selber anlegen vorher, bevor ihr das Ding ausführt. Dann habe ich gesagt, das wird über, mach's wieder größer, das Verzeichnis Backup in dem Container Busybox verarbeitet, wo auch die SQL-Datenbank hier direkt im Backup synchronisiert wird. Das ist Rummounten von Docker-Volumen. Ein bisschen delikat, aber nicht unlösbar. Also die Originaldatenbank im Container, der DB heißt, liegt in diesem Pfad. Der wird synchronisiert mit Backup. Und hier wird Backup mit dem Verzeichnis der Festplatte synchronisiert. Also man kann es verstehen, wie es funktioniert. Und es ist auch schon der ganze Trick von dem Befehl. So, ich brauche hier auch kein MySQL-Passwort oder sonst irgendwas angeben, weil ich die Rohdatenbank ziehe. Wenn ich jetzt den Befehl ausführe, also Moment, da gehört noch ein R hin. Der war es nicht. Englische Tastatur, ein R mit rein für rekursiv. Das A ist das Archiv setzen, damit er Berechtigungen, Gruppen und so weiter, Lese- und Schreibberechtigungen mit rüberzieht. Also bitte versucht nicht, diese Datenbanken SQL, das ist wie bei PostgreSQL auch, FAT32 und Extended FAT sind Festplattenformate, also Partitionen, die eigentlich nicht für SQL geeignet sind. Man sollte also wenigstens hier ein NTFS haben, wenn man das unter Docker Desktop für Windows macht, beziehungsweise eine Extend 4, wenn man denn unter Linux arbeitet. Aber wir arbeiten jetzt hier mit Docker Desktop für Windows, weil eben da bevorzugt genau die Schwierigkeit beim Umziehen der Datenbank auftritt. Deshalb lege ich das jetzt hier auf den Docker Desktop für Windows, damit man das eben sieht. So, Enter. Passiert gar nichts. Doch, er arbeitet. Arbeitet lang, arbeitet eigentlich schon fast zu lang. Jetzt ist er fertig. So, jetzt kommt die große Überraschung. Wir schauen hier unser Verzeichnis db-data und unsere Datenbank ist da. Wir haben keine Fehlermeldung bekommen und wir haben hier unsere, nicht SQL, MySQL, da muss man suchen. Nein, nicht da, da. So, und hier ist unsere MySQL SOC. Sie ist da. Ist 0 Kilobyte groß, klar. Ist 0 Kilobyte, weil die MySQL SOC in diesem Verzeichnis nicht vorhanden ist, im Datenbankverzeichnis. Die liegt im Container, nicht hier im var-lib, sondern im Verzeichnis var-run. Und diese SQL ist eigentlich nichts anderes als eine Systemlink-Datei. Also die nichts anderes wie jetzt hier bei Google unter Windows eine Verknüpfung auf ein Programm ist. Kilobyte groß, hat aber keine Daten, sondern verweist nur einfach auf die richtige Datei. Genau, und das ist, ja, man muss nicht verstehen, warum MySQL da immer Probleme macht, ich kapiere es auch nicht. Man könnte es auch irgendwie anders handeln. So, unser Docker-System hier ist nach wie vor gestoppt.
Die Datenbank ist rauskopiert, damit ich jetzt nicht denselben Fehler mache wie beim letzten Mal, wo ich mir beim zweiten Versuch des Videos meine Datenbank geschossen habe. Wir brauchen Compose down. So, du siehst jetzt auch im Hintergrund gesehen, hier ist mein komplettes Dings raus. Wenn du jetzt natürlich Portainer benutzt oder was anderes, musst du das jetzt in Portainer oder was anderem machen, ist klar. Ich bin hier wieder aus dem Verzeichnis raus. Virtual WordPress App. Dann suche hier meine Docker Compose. So, und die muss ich jetzt bearbeiten. Das hatte ich nämlich im letzten Video nicht gemacht. Und jetzt muss ich hier sagen, Doppelpunkt und ein Slash. Damit sage ich, ich will das Verzeichnis db-data meinen Mount Point haben. Das kann ich jetzt, weil ich genau hier meine Docker Compose und hier ist mein Verzeichnis db-data und hier ist jetzt meine Datenbank, die ich extrahiert habe, auch schon drin. Ja, das ändere ich eigentlich nur ab, indem ich hier das mache. Wenn du einen anderen Pfad verwendest, musst du diesen Pfad jetzt natürlich hier anpassen an deine neue Konfiguration. So, dann rutschen wir hier noch ein bisschen down. Und hier haben wir noch Volumes. Da haben wir noch WordPress und das db-data. Das ist die Datenbank. Die verpassen wir jetzt einfach hier so ein grünes Ding. Render vor. Speichern das Ganze ab. So, und jetzt starte ich meinen Container wieder. Docker upd. Also mein komplettes WordPress. So, WordPress ist ausgeführt. Dann wird hier ausgeführt mein Cloudflare Tunnel. Dann meine Datenbank. Mein PHP-Admin und mein WordPress. Läuft 14 Sekunden, also Datenbank ist oben, läuft stabil. Das heißt, wir schauen uns das mal ganz kurz hier im Explorer an. Okay, ist da. Die zentrale Fernseher von Kryptos, aber hier mal ein bisschen Umlaute. String zeigt er jedenfalls schon mal richtig an. Hier ist auch, da ist ein Ü drin, passt, Datenbank auch, alles übernommen. Den Zeichensatz exportieren braucht ihr natürlich bei der Rohdatenbankkopie nicht, weil die Datenbank natürlich 1:1 so übernommen wird, wie sie ist. Das ist der ganze Kniff an der ganzen Geschichte. So, und wie gesagt, die Chancen, dass das Ganze überhaupt funktioniert, liegen bei 40% gut und bei 60% eher schlecht und meistens funktioniert es nur beim ersten Versuch. Dann irgendwann wieder, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang das ist, dass es beim ersten Mal geht, beim zweiten Mal nicht. Hat auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, was mit der MySQL zu tun. Ich habe das nie recherchiert oder genau nachgegraben, warum dem wie ist. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen kleinen Break und dann fangen wir den zweiten Teil an und machen das mit einer anderen Variante. So, dann machen wir jetzt den zweiten Teil und ich habe jetzt mal ein bisschen Vorarbeit geleistet und habe die Datenbank wieder zurückgestellt auf das Originalsystem. Das heißt, ich verwende jetzt wieder meine Originaldatenbank in den Docker-Volumen db-data. Das ist auch hier unten noch einmal zu sehen. Hier wird auch das db-data als Volume aufgeladen. Ne? Da jetzt wirklich darauf achten, falls du den ersten Teil das geändert hast, weil du den durchgezogen hast und der hat jetzt nicht funktioniert und du machst jetzt hier mit dem zweiten Teil, dann achte bitte darauf, dass du hier die richtige Config hast. Denn wenn wir SQL-Dump verwenden, sichern wir die Datenbank, die hier drin ist. Das gilt auch fürs Wiederherstellen. Das war das, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, wo ich mir meine Datenbank mit ohne Umlaut-Datenbank überschrieben habe. Kann passieren. Sollte aber nicht. Also wie gesagt, hier immer darauf achten, dass das wirklich korrekt ist und am besten nach Schritt für Schritt vorgehen. Das heißt, ich mache hier jetzt erst einmal wieder zu. Das db-data-Verzeichnis, also mein zukünftiger Mount Point, den habe ich hier auch wieder gelöscht. Und dann kann die Sache eigentlich losgehen. Schauen wir uns den Befehl einfach mal an, den Musterbefehl. Docker exe. Also wir führen Docker aus, wir wollen execute einen Container machen. Das ist ein Parameter, der diesen Befehl jetzt nicht als primären Prozess laufen lässt, sondern untergeordnet. Mir fällt gerade der Begriff dafür nicht ein. Dann brauchst du den SQL-Containernamen. Bei mir ist es dann db. Bei dir wird es wahrscheinlich auch db sein. db ist einfach immer die Standardbezeichnung, wo eine MySQL-Datenbank mit installiert wird. Kann aber auch db-data zum Beispiel heißen oder MySQL-Datenbank.
Da musst du wirklich gucken, welchen Datenbanknamen hast du. Du kannst auch die Container-ID eingeben, die Nummer. Das geht auch. Dann brauchst du hier den Befehl MySQL dump. Das ist der Befehl, den wir ausführen wollen, dass wir die Datenbank sichern wollen. Das machen wir mit diesem Befehl im laufenden Betrieb der Datenbank. Das heißt, es funktioniert hier. Allerdings ist es immer so eine Sache, ab dem Moment der Kopie wird natürlich, als es in die Datenbank noch geschrieben wird, nicht mehr übertragen. Das heißt, man sollte die Datenbank eigentlich schon vorher vor Zugriffen sichern. Man sollte einfach sagen, ich übertransferiere die Datenbank jetzt hier rüber. Und damit nehme ich einfach die Leute für diese 10, 20 Minuten oder eine halbe Stunde, was es dauert, sperre den Zugriff irgendwie den Webserver aus oder sonst irgendwas, dass die Datenbank einfach nicht mehr erreichbar ist, weil sonst hast du da einfach Reibungsverluste drin, wenn es eine stark benutzte Datenbank ist, mit einem Shop, der zum Beispiel gut läuft, dann fehlen einfach Aufträge oder sonstiges. Da dann wirklich einfach sagen, okay, hier ist Stopp, hier sorge ich dafür, dass mir keiner mehr in die Datenbank reinschreibt und dann die Datenbank einfach ziehen. So, V ist verbos. Das heißt, wir wollen Statusmeldungen angezeigt kriegen, was er denn gerade tut. Dann Default Charter Set. Das ist der Befehl, den ich auch, wie erwähnt, im ersten Teil mal irgendwie nicht dabei hatte. Der muss mit rein. Und die neuen MySQL-Datenbanken haben eigentlich alle für Europa mit Umlauten oder generell mit Smileys dann den UTF-8 MB4 Zeichensatz. Das ist ein erweiterter UTF-8-Zeichensatz. Könnt ihr euch da nochmal einlesen und schlau machen, aber WordPress zum Beispiel oder andere Datenbanken, die jetzt Smileys und Umlaute beinhalten, sonst irgendwas, sollten auf diesem Format, auf diesem Zeichensatz aufbauen. Das kann man auch in der SQL-Datenbank beheben. Das Problem tritt unter anderem öfters auf, wenn man Datenbanken hat, die schon 3 Jahre, 4 Jahre in Betrieb sind und nie irgendwelche Zeichensätze aktualisiert hat. Dann kann man da Schwierigkeiten kriegen, die auch umzustellen. Dann kann es etwas komplizierter werden. Ist aber möglich und man kann dann zum Beispiel durch den Fehler stolpern, das sogenannte Nulldatum, also Jahr 0, Tag 0, Monat 0, Uhrzeit 0, also die Stunde 0 und die Minute 0 und die Sekunde 0. Das wird in SQL-Datenbank auch nicht mehr zugelassen und die kann man auch meistens oft schlecht ändern in MySQL, weil da immer erst gelesen wird, der Datensatz, und da wird schon der Fehler prognostiziert, hey, das ist hier Nulldatum unzulässig. Müsste man dann, wenn man diesen Zeichensatz hier in den Tabellen mal beändert, die Tabelle, die Datenbank einfach mal auf den aktuellen Stand bringt, das auch noch mit einarbeiten und dann kommt dann auch das Nulldatum-Problem daher. Das ist dann schon wieder ein Teil für ein extra Video. So, wir wollen den User Root dazu verwenden. Dann muss man angeben, -p, das Passwort auch direkt dran geschrieben, hier an das P, ne, wie das ist. Also da kein Leerzeichen dazwischen machen. Als Parameter verwenden wir all Databases, das heißt, wir wollen alle Datenbanken, alle Tabellen. Das heißt auch mit den Rechten und den Benutzern dazu. Dann unser Umleitungszeichen und die Zieldatei, in die wir das ausgeben wollen. Sollte jetzt im Hintergrund ein bisschen Windgeräusche haben oder sowas, ist das der Monsunsturm, der hier in Thailand gerade vorbeizieht. Kriegen wir so ein bisschen die Ausläufer mit, daran einfach mal nicht stören lassen. So würde jetzt der MySQL Dump-Befehl bei mir aussehen, wenn ich ihn jetzt auf meiner Maschine laufen lasse. Den kannst du dir auch ganz relativ einfach anpassen. Das war das, was ich gesagt habe, der DB-Name. Bei mir ist das sehen wir jetzt hier mal ganz kurz in Docker, WordPress. Das ist mein Datenbankname hier, ne, da wo es gerade der Mauskörper ist. Das ist DB, da machen wir MySQL Dump, dann verbose, wir wollen es angezeigt bekommen, was er tut. Dann als Default Charter Set verwenden wir UTF-8 MB4. Es ist wichtig, wenn der, nochmal ergänzend dazu, wenn es nicht drin ist, wird die Datenbank exportiert nicht mit mit FÜR, sondern mit F, Fragezeichen, Fragezeichen, R. Das heißt, in der Zieldatei sind keine verwertbaren Umlaute mehr drin. Kannst du versuchen, das mit einer KI im Zweifelsfall wieder zu restaurieren, aber hätte ich meine Zweifel, ob das denn so funktioniert. Ich kenne bei einer Einstellung dazu, KI, keine Intelligenz. Obwohl ich in letzter Zeit jetzt dann doch mal ein paar positive Erfahrungen mit so einem Ding gemacht habe, also mit ChatGPT und ja, kann man jetzt auch nicht mehr so sagen. So, User Root, dann -p, das Passwort dann direkt dran geschrieben an das P, sonst funktioniert es nicht. Wir wollen in diesem Parameter, sagen wir, alles sichern.
Und das Ganze geben wir aus in die Datei mysql alldata.sql. So, dann seht ihr auch schon, der rauscht richtig gut durch und er ist auch schon fertig. Da sehen wir eigentlich hier so ein bisschen den Überblick, Reviewing Tabelle, Struktur von Tabelle, WP Yoast. Da geht er die ganzen einzelnen Tabellen durch, kannst jetzt auch hier nochmal nachvollziehen, was er denn alles gemacht hat. Aber das passt so in der Regel. Dann habe ich jetzt hier auf der Höhe von meiner Dings auch natürlich meine Datei liegen. MySQL All Data. Ne? Das ist die ich gesichert habe jetzt gerade, 2218. Und die werden wir jetzt dann wieder herstellen. So, jetzt haben wir den Schabernack gemacht, wir haben unsere Datenbank kopiert. Jetzt müssen wir sie natürlich wieder zurückkopieren. Docker Compose Down. So, jetzt seht ihr jetzt auch hier im Hintergrund im Docker Desktop ist WordPress jetzt beendet, das ist raus. Jetzt gehen wir her und ändern unsere Konfiguration ab. Da muss ich jetzt noch erwähnen, ich habe meine Docker Compose Dateien alle so angelegt, dass wenn die Datenbank nicht mehr existiert, sie automatisch neu angelegt wird. Bei WordPress braucht man das zum Beispiel nicht machen, weil das da schon Standard ist. Dann hier noch den Router rein und das Ganze speichern. Das heißt, wenn jetzt WordPress keine Datenbank findet, legt es automatisch eine Datenbank an. Solltest du das Problem haben, dass du deine SQL-Datenbank jetzt für ein Programm wiederherstellst, was dieses Feature nicht hat, dann musst du dir einen kleinen Container hochfahren, der einfach nur eine SQL-Datenbank initiiert. Das sind also quasi Basics-Befehle. Dann kann man eine kurze Datenbank hochfahren und die Datenbank sich dann aufbauen lassen. Denn, wenn wir die Datenbank wiederherstellen, jetzt starten, haben wir natürlich das knifflige Problem, wir brauchen eine laufende Datenbank, sonst kann ich mit MySQL Dump natürlich die Sicherung nicht zurückspielen. Ich brauche eine laufende Datenbank. Wir haben es aus der laufenden Datenbank rausgeholt und wir müssen es auch mit der laufenden Datenbank wieder einspielen. Wie gesagt, ich werde auf meinen Homepage-Artikel im Blogbeitrag, den ich euch unten im Video verlinke, auch nochmal einen kleinen Mini-Container zur Verfügung stellen, den ihr dann einfach als Docker Compose oder im Container ausführen könnt. Und dann habt ihr einen laufenden Datenbank-Container, wo ihr die Datenbank wieder herstellen könnt. So, die zwei Sachen sind geändert. Ich schaue jetzt nochmal nach, weil ich bin ein bisschen misstrauisch, nachdem ich das letzte Mal so blöd reingezappt bin. Ja, die besten Eier legt man sich immer selber. So, und wenn ich jetzt meine Datenbank wieder hochfahre, müsste er hier drin eigentlich, ja, er legt die Datenbank an. Seht, könnt ihr jetzt gerade sehen. Ja, wird jetzt initiiert. Und die Datenbank ist auch mit 11 Sekunden eigentlich, kann man schon sagen, stabil. Ist aber noch gut beschäftigt, also initiiert es jetzt noch 39-25%. Das können wir mal ganz kurz nachschauen. Wie gesagt, es ist direkt meine Website, von daher gesehen könnt ihr euch auch sicher sein, dass das funktioniert, weil ich hier an meiner Seite rumfummel. So, jetzt haben wir WordPress Blanco. Das ist eine leere WordPress-Datenbank. Das heißt, ich müsste es jetzt setupen. Das machen wir allerdings nicht. So, dann habe ich jetzt hier, falls ihr das gerade mal seht, ganz kurz das WordPress auch gestoppt, weil dieser Blanko-Bildschirm, den ich gerade gezeigt habe, natürlich jetzt eine Einladung ist für jeden, der jetzt gerade auf die Webseite drauf kommt. Der kriegt ja die Seite, hey, du bist hier Admin und kannst dir gerade einen eigenen WordPress-Server aufsetzen. Möchte ich natürlich jetzt nicht, dass mir einer da rumfummelt, dann habe ich jetzt einfach hier mal ganz kurz die Datenbank laufen lassen, weil die brauchen wir ja. Die anderen Tools sind jetzt da nicht so wichtig und dann das WordPress ist ausgeschaltet, das heißt, man kommt jetzt auf die Seite momentan nicht drauf. So, dann löschen wir jetzt den Bildschirm. Unser Container läuft auf der neuen Datenbank. Schauen wir mal kurz rein, WordPress ab. Hier ist unsere Datenbank drin, die läuft. Das haben wir auch an der leeren Datenbank gesehen, dass er gesagt hat, okay, du bist jetzt hier neu, du musst WordPress erst installieren. Wir wollen jetzt diese Sicherung einspielen, dass sie als Datenbank hier dann jetzt verwendet wird. Dann die Wiederherstellung der Datenbank. Das machen wir in einem Command-Prompt. Das ist jetzt
Ja, kein Terminal, was ihr jetzt kennt. Also es gibt ja unter Windows mehrere verschiedene schöne kleine Scheißerchen, könnte man dazu sagen. Es gibt nicht ein Fenster, was man generell benutzen kann, sondern es gibt da mehrere Fenster. Wenn ich mir jetzt hier sage, Terminal öffnen, dass ihr den Unterschied seht, dann habe ich hier PowerShell stehen und hier oben Command Prompt. Das ist wieder was anderes. Ich kann das Ganze jetzt natürlich auch nochmal steigern und kann jetzt hier noch BSL machen. Windows Subsystem Linux. So, und dann habe ich zwar ein PowerShell, aber habe ein Linux Terminal. Das ist bei Windows ein bisschen zwickelig, da muss man schon ungefähr wissen, was man so hat und braucht. Diesen Wiederherstellungsbefehl führen wir jetzt hier aus. Dazu müssen wir allerdings noch das Verzeichnis wechseln. Das ist ganz einfach. Wir müssen erst einmal auf unser Laufwerk und das Verzeichnis, wo wir denn das Ganze drin haben. So, hier möchte ich das ausführen. Jetzt muss ich schnell gucken. Ja, genau, das ist mein richtiges Verzeichnis. Da möchte ich das ausführen. Und zwar den Befehl, diesen hier. Der Musterbefehl und die genaue Beschreibung ist natürlich auch nochmal im Homepage-Artikel verlinkt. Da könnt ihr euch den nochmal rausziehen. Und wir machen jetzt wieder Docker. Wir führen aus in einem Container nicht als Priority den Container Datenbank, der da heißt db. Wir wollen da drin den Befehl MySQL verwenden, um eine Datenbank wiederherzustellen. Dann hier seht ihr der wichtige Default Charterset UTF-8 MB4 und der Root-User soll benutzt werden. Das Passwort dazu und jetzt schaut es wieder etwas komisch aus. Nein, das ist Absicht. Das hier ist das Eingabezeichen. Wir wollen das von hier nach hier. Das symbolisiert quasi dieses Zeichen hier. Das ist unter Linux jetzt gang und gäbe. Windows-Benutzer vielleicht nicht so gängig. Also das da soll durch diesen Befehl hier eingespielt werden. Wenn ich jetzt hier, ich mache das mal so. Dann kann ich eine Fehlermeldung bekommen. Da steht dann dabei Passwort Yes. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Das heißt, ihr habt hier ein Problem, dass dieses Umleitungszeichen in das Passwort reinklatscht und euch das Passwort ungültig macht. Wenn ihr das Problem habt, macht hier einfach noch 2, 3 Leerzeichen rein. Dann funktioniert die Übergabe der Daten korrekt und er stellt das auch korrekt wieder her. So, nochmal ganz kurz auch zu den Terminals. Die meisten anderen Befehle in diesen Skripten, also Befehle, die auf dem Blogbeitrag verwendet werden oder die ich hier in dem Video auch verwende, werden unter dem PowerShell ausgeführt. PowerShell kannst du auch öffnen, indem du hier unten einfach PowerShell reinschreibst. Findest du es auch. Allerdings, dieser Befehl muss, das ist jetzt ganz witzig, ich denke, dass das ein Fehler ist. Wenn ich diesen Befehl in der PowerShell ausführe, dann muss ich getContent verwenden, dann meine Datenbankquelle angeben, dann brauche ich die Docker-Exe-Punkt wieder, das muss ich auch angeben, dann die V-Zeichensatz. Allerdings habe ich in der PowerShell mit getContent das Problem, dass er mir die Umlaute nicht einliest. Das muss man erstmal wissen. Also ich denke, dass das ein Bug ist, dass das da einfach nicht berücksichtigt worden ist. Also wenn du Umlauttabellen hast, wie jetzt Europa oder Deutschland, dann hast du das Problem und dann musst du das über Command Prompt machen. Ja, mit diesem Befehl. Also wie gesagt, Befehl ist auch noch einmal in dem Blogbeitrag drin. Da kannst du nochmal rausschauen. Dann bekommen wir eine kleine Fehlermeldung, dass wir das Passwort in der Command-Zeile verwenden, das man nicht machen sollte. Ist aber in dem Fall okay, weil wir es ja nur das eine Mal verwenden. Zurückspielen dauert in der Regel ein kleines bisschen länger. Man kann das also hier auch ein bisschen sehen. Die Datenbank ist jetzt gerade mit 8% beschäftigt. Die könnte eigentlich auch ein bisschen mehr. Ja, 26, der schaut schon freundlicher aus. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Könnte die Sicherung natürlich jetzt auch mit PHP-MyAdmin einspielen, aber da hat man in der Regel das Problem, dass man zwar die großen Datenbestände raussichern kann, aber große Datenbestände einspielen mit der Schwierigkeiten des maximal zu übertragenen Datenmenge immer wieder Probleme bekommt. Deshalb würde ich da immer diesen MySQL-Befehl verwenden. So, er hat es abgeschlossen, keine Fehlermeldungen. Finde ich gut. Mal den Bildschirm mal löschen. So. Dann schmeißen wir unsere WordPress wieder an.
Und dann braucht man natürlich unseren Cloudflare Tunnel wieder. Den hatte ich dann zwischenzeitlich auch nochmal kurz ausgeschaltet, damit der beim Neustart nicht wieder Probleme reinmacht. Und dann müssten wir jetzt wieder unsere Seite kriegen. Ja, da ist sie. Damit sind wir umgezogen. Läuft auch. Nach einer Datenbankumstellung kann es natürlich sein, dass der am Anfang ein bisschen ruckt und zuckt, weil er dann noch gewisse Sachen verarbeitet oder korrigiert. Das ist immer so eine Sache, die kann man so laufen lassen. Wir kontrollieren das jetzt nochmal nach. Wir haben das auch alles gesteuert. Wir haben hier unseren Mount Point der Datenbank drin stehen. Und wir haben das Datenvolumen auch entladen. So, damit ist die Sache eigentlich durch. Solltest du zu der ganzen Sache noch Fragen haben oder sonst irgendwas, ab in die Kommentare damit. Auch im Blogbeitrag unter die Kommentare kann man gerne ein bisschen schreiben. Kleine Tipps sind immer wieder mal drin. Solltest du ansonsten weitergehende Hilfe oder Unterstützung benötigen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Hecken, Haken und Ösen, einfach Auftrag gegen Rechnung. Na, sei es auf oder Teilen, Arbeit wird erledigt und dann könnt ihr eure Rechnung bezahlen. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dann sollte dir das Video geholfen haben und gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du natürlich kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann bleibt noch zu erwähnen, ich mache diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit. Wenn du das gut findest, was ich hier tue, kannst du diesen Kanal unterstützen. Spendenlinks findest du auch unten in der Videobeschreibung für PayPal, Bitcoin, Lightning und Banküberweisung. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.